Auf den ersten Blick macht der neue LGS 580 von Modellbahn Union wirklich einen richtig guten Eindruck. Aber wir kennen das alle. Ein schöner Wagen alleine ist nicht alles. Die entscheidende Frage ist doch, überzeugt der Wagen auch in der Praxis, also im Anlagenbetrieb? Genau das finden wir heute gemeinsam heraus. Willkommen bei der MOBA Manufaktur. Fangen wir ganz vorne an. Der Wagen kommt in der bekannten Verpackung von Modellbahn Union und ist sicher untergebracht. Soweit auch fertig zugerüstet, dem Modell liegen nur noch ein paar Ersatzteile bei. Schon beim Herausnehmen macht der LGS 580 Containertragwagen einen hochwertigen Eindruck. Die Bedruckung wirkt sauber, die Gravuren sind fein ausgeführt und auch die angesetzten Details gefallen auf Anhieb. Schauen wir uns den Wagen jetzt mal genauer an. Die Proportionen stimmen, die Bedruckung ist sauber und auch die vielen kleinen Details sind ordentlich umgesetzt. Schaut man etwas genauer hin, gibt es einiges zu entdecken. Zum Beispiel sind die Wagen unterschiedlich bedruckt und ausgeführt. Mal mit Bremsrad und mal ohne, ganz dem Vorbild entsprechend. Genau diese kleinen Feinheiten sorgen später dafür, dass der Wagen im Zugverband richtig gut wirkt. Auch die mitgelieferten Container wissen zu gefallen. Sie sind sauber bedruckt und tragen viel zum stimmigen Gesamteindruck bei. Wie flexibel der Wagen wirklich ist, schauen wir uns allerdings gleich noch genauer an. Optisch hat der LGS 580 bis hierhin auf jeden Fall überzeugt. Jetzt interessiert mich aber, ob das auch für die Technik gilt. Modellbahn Union setzt hier auf einen Metallboden und Metallachsen. Das bringt nicht nur das Gewicht mit, sondern sorgt auch für einen angenehm tiefen Schwerpunkt. Die Metallachsen sind sogar am Wagen in Metallbuchsen gelagert, sehr ordentlich umgesetzt. Auch der Nähmschacht mit Kurzkupplungskulisse gehört heute einfach dazu und macht hier einen sauberen Eindruck. Natürlich habe ich den Wagen auch vermessen und einmal leer sowie mit unterschiedlichen Beladungen gewogen. Die Werte könnt ihr direkt im Video ablesen. Interessant sind außerdem die klappbaren Containeraufnahmen. Die schauen wir uns später in der Praxis aber nochmal genauer an.
Hier entscheidet sich, ob der gute Eindruck auch auf der Anlage bestehen bleibt. Los geht's mit dem Rolltest. Der Wagen läuft sauber und angenehm ruhig. Auch bei der Rückwärtsfahrt, also geschoben durch den Wendel, macht der Wagen einen überzeugenden Eindruck. Über Weichen und durch verschiedene Radien bleibt der Wagen in einem Test völlig unauffällig. Auch Vollgas über die Anlage schafft er völlig unbeeindruckt. Super, genauso stelle ich mir einen modernen Containertragwagen vor. Für mich kommen wir nun zu einem der spannendsten Punkte des gesamten Tests. Schließlich stehen bei den wenigsten von uns nur Container eines Herstellers im Regal. Also probieren wir einfach verschiedene Fabrikate aus. Interessant wird es bei den Containern von Rocco, Igra, Acme, Südexpress und den anderen Herstellern. Hier zeigen sich durchaus minimale Unterschiede. Die meisten passen zumindest von den Abmessungen her auf Anhieb. Die Befestigung ist allerdings nochmal ein eigenes Thema. Dazu kommen wir noch. Ganz ohne Kritik kommt der LGS 580 leider nicht davon. Bei meinen Modellen sind mir zwei Dinge aufgefallen. Zum einen ist der Wagen leicht verzogen, also der Metallboden macht bei der Ladefläche einen leichten Bauch. Das fällt nicht sofort auf und macht im Fahrbetrieb bei meinem Modell keine Probleme. Trotzdem gehört so etwas natürlich erwähnt und wer sich traut, kann die Wagen auch ausrichten. So wie ich das im Video mache. Der zweite Punkt betrifft die klappbaren Aufsetzbuchsen bzw. Aufsetzzapfen. Diese sitzen teilweise nicht ganz so fest, wie ich es mir wünschen würde und ist vom Klappmechanismus etwas zu filigran. Und ganz ehrlich, bevor ich sie beim Fahren auf der Anlage verliere, verzichte ich auf den Klappmechanismus und klebe sie nun fest.
Die zwei Schwachpunkte haben leider auch eine Konsequenz. Die Container selbst haben dadurch keinen festen Sitz auf der Ladefläche. Somit kommt hier zur Befestigung Tacky Wax bzw. auf Deutsch Museumsklebegel zum Einsatz. Dieses kann rückstandslos wieder entfernt werden und ermöglicht den einfachen Wechsel von Containern. Beim Fahren bleiben sie trotzdem da, wo sie sollen. Wer häufiger Container wechselt, sollte das einfach im Hinterkopf behalten. Laut Modellbahn Union entstanden zwischen 1998 und 2000 insgesamt 1722 dieser Wagen durch den Umbau älterer Habus-Wagen. Dabei wurden die Rahmen verstärkt und die Fahrzeuge für den Transport verschiedener Containergrößen umgebaut. Der LGS 580 gehört zu den modernen Containertragwagen, wie sie heute im kombinierten Verkehr unterwegs sind. Durch seine Bauart kann er unterschiedlichste Container aufnehmen und genau das macht ihn auch für unsere Modellbahn interessant. Gerade moderne Containerzüge leben davon, dass eben nicht jeder Wagen gleich aussieht. Falls euch die Wagen interessieren, findet ihr die Links wie immer unten in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar. Mit dem Gutscheincode MOBA5 spart ihr außerdem 5% auf das gesamte Sortiment von der Modellbahn Union. Und genau hier kommt der Wagen richtig zur Geltung. Beim Rangieren und im Zugverband wirkt der LGS 580 einfach stimmig. Gerade zusammen mit mehreren unterschiedlichen Wagen entsteht ein modernes Zugbild, das richtig Spaß macht. Für mich gehören genau solche Szenen zu den schönsten Momenten auf der Anlage.
bleibt am Ende eigentlich nur noch eine Frage. Hat mich der LGS 580 überzeugt? Ich würde sagen ja. Optisch gefällt mir der Wagen richtig gut. Die Detaillierung, die Bedruckung und auch die Laufeigenschaften passen einfach. Im Fahrbetrieb macht der LGS 580 genau das, was ich mir von einem modernen Containerwagen wünsche. Der Preis geht für das, was man hier geboten bekommt, absolut in Ordnung. Die beiden angesprochenen Punkte bei der Containeraufnahme und dem leicht verzogenen Wagen sollte man allerdings kennen. Wer sich ein bisschen zu helfen weiß, bekommt das aber in den Griff. Mich interessiert jetzt natürlich eure Meinung. Habt ihr den Wagen vielleicht schon im Einsatz und wie sind eure Erfahrungen damit? Sind die angesprochenen Schwachstellen für euch ein No-Go oder könnt ihr auch damit leben? Schreibt eure Meinung und eure Erfahrungen gerne unten in die Kommentare. Wenn euch der Test gefallen hat, dann sind ein kostenloses Abo, Liken und Teilen des Videos aus meiner Sicht eigentlich eure Pflicht. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Hans von der MOBA Manufaktur.